أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hallo zusammen. Ja, heute bin ich besonders aufgeregt, weil es geht ja um die Geschichte dahinter, wie und weshalb ich zum Islam konvertiert bin. Ich habe mir lange überlegt, ob ich diese Geschichte ja teilen möchte, weil schon viele Dinge dabei, es ist nicht so einfach erklärt. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich bin da und dahin, ich war in der Moschee, habe Koran gelesen und dann bin ich zum Islam konvertiert. So einfach ist es eben nicht, sondern ich muss schon ziemlich viele private Dinge von mir preisgeben sozusagen. Ja, aber ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, weil ich denke, vielleicht kann der ein oder andere davon profitieren. Ja, meine Eltern haben sich kennengelernt. Meine Mutter war 19, mein Vater war 27. Meine Mutter ist Thailänderin und mein Vater ist Schweizer. Meine Mutter ist, dadurch, dass sie Thailänderin ist, hatte sie natürlich einen eher buddhistischen Hintergrund. Sie war aber nie jetzt streng praktizierend oder sowas. Mein Vater hat einen katholischen Hintergrund. Deswegen wurde ich als Baby dann auch getauft. Mein Vater ist allerdings dann im Verlauf auch von der Kirche ausgetreten und hat sich mehr auch dann mit dem Buddhismus beschäftigt. Ja, wie gesagt, ich wurde getauft als Baby und bin aber eigentlich gar nicht religiös aufgewachsen. Also meine Eltern haben mir da wirklich den Freiraum gelassen. Sie haben sich geschieden und getrennt. Da war ich 1,5 Jahre alt und ich bin dann bei meiner Mutter aufgewachsen. Mit dem, ja, konnte ich ziemlich gut reden eigentlich und ich habe auch mit ihm über Scientology geredet und ja, das ist eine super Sache, solltest du dir auch mal anschauen. Und er war zwar zu dieser Zeit nicht praktizierend, aber hat mir gesagt, nein, also ich bin Moslem, ich glaube an Gott. Und einmal waren wir halt wieder bei dem Thema Universum und was kommt danach und so weiter und ja, plötzlich hat er mir so Fragen gestellt halt, wo ich eigentlich selbst schon immer darüber nachgedacht habe halt, ja, was glaubst du denn, wenn du, weil ich habe klar gesagt, ich glaube nicht an Gott, für mich gibt es keinen Gott und wenn es einen Gott gibt, Astaghfirullah, dann ist es wirklich ein schlechter Gott und also ich habe wirklich so gedacht, wir Menschen sind das Ultimatum, wir machen alles, wir bauen die Häuser, wir Menschen, wir sind Gott sozusagen, das war damals meine Einstellung. Ja, dann hat er gesagt, wenn du denn Gott warst, wer hat dich denn gemacht? Und so klug wie ich war, ich so, ja natürlich meine Mutter und mein Vater, wer denn sonst? Und er so, ja und wer hat die gemacht? Und wer hat nicht meine Großeltern? Und wer hat die gemacht? Und wer hat die ersten Menschen gemacht? Da habe ich gesagt, ja das Universum, wahrscheinlich das Universum, der Big Bang und ja, als ich geantwortet habe, habe ich einfach gemerkt, es geht nicht auf. Und dann hat er mir die Frage gestellt, wer hat den Big Bang gemacht? Wer ist sozusagen in Kontrolle
über dieses perfekte System, über dieses perfekte Universum, über die Sonne, den Mond, die Sterne, über die Zeit, über alles halt. Schau dir doch, ich meine, wenn man sich die Natur anschaut schon und man sieht die Perfektion darin. Und es hat einfach wirklich so, wusch, einfach wirklich von einer Sekunde auf den anderen habe ich etwas gefühlt in meinem Herzen. Das war wirklich unglaublich. Ich habe einfach wirklich realisiert, Allah, Gott existiert. Es war so ein Gefühl, ich wusste es in dem Moment, ich konnte es nicht mehr abstreiten. Es war, und subhanallah, es war wirklich von Allah. Dieses Gefühl, natürlich hat er einen Vermittler mir gegeben, aber dieses Gefühl, das ich dann hatte, ich habe wirklich sicher, ich habe geweint über eine Stunde lang, weil ich hatte so das Gefühl, ich habe mein Leben lang etwas verleugnet. Also ich habe mich schlimmer gefühlt, als hätte ich meine Mutter, meinen Vater, meine gesamte Familie verraten. So habe ich mich gefühlt, als ob ich mein Leben lang völlig blind gewesen bin. Und so undankbar, dass er mich auch gerettet hat vor der Leukämie. Und ja, einfach, es war einfach klar für mich in dem Moment. Aber es war halt nur klar für mich, dass Gott existiert. Es war absolut nicht klar für mich, dass Islam die wahre Religion ist. Und da kamen dann meine Recherchen ins Spiel, wo ich gedacht habe, okay, Allah existiert, aber warum sollte Islam seine Religion sein? Ich habe mich dann ein bisschen über den Koran informiert und weil ich wusste halt, das ist das Buch vom Islam und ich dachte mir, okay, wenn ein Muslim mir schon diese Sachen gesagt hat, dann sollte ich vielleicht auch mal jetzt in die Religion reinschauen. Und ja, bin dann auch darauf gestoßen, dass der Koran seit 1400 Jahren nicht angefasst worden ist und dass es angeblich wirklich das Wort Gottes sein soll. Und das waren so wirklich Dinge, die haben mich sehr, sehr neugierig gemacht. Aber ich hatte keinen Zugang zum Koran in dieser Zeit, weil ich in Spanien war und es gab halt dort keinen Koran auf Deutsch. Und auch nicht auf Englisch. Es gab ihn nur auf Spanisch oder Arabisch. Deswegen habe ich einfach im Internet angefangen, auf YouTube Prediger zu schauen, also Bilal Phillips oder Abdurrahim Green, auch Pierre Vogel. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie wirklich alle dafür belohnen. Es gab einfach auf jede Frage, die ich hatte, eine logische Antwort. Nicht eine Antwort, weil es ist leicht, ein System zu finden, das auf jede Frage eine Antwort hat. Aber der Islam hat mir zu jedem Thema eine logische Antwort gegeben. Der Big Bang, der Urknall steht sogar im Koran drin. Wie Allah den Menschen erschaffen hat, steht im Koran drin. Und im Koran gibt es nichts, das nicht mit der Wissenschaft kompatibel ist. Also entweder die Wissenschaft hat es bestätigt, was im Koran drin ist, oder es konnte noch nicht bestätigt werden, also die Forschung ist noch gar nicht so weit. Aber alles, was dort drin steht, kann wissenschaftlich nicht widerlegt werden. Und das hat meine Neugier wirklich noch mehr geweckt. Und ja, dann kam natürlich für mich als Pole-Dancerin wirklich auch das Thema auf die Frau im Islam und habe dann dort recherchiert. Ich so, aber das geht doch nicht, weil immer als ich nach Thailand gegangen bin und Zwischenstopp in Dubai hatte und so weiter, ich hatte einfach nur dieses Bild von Frauen in schwarzen Gewändern und die sind doch alle unterdrückt und ich kann euch nicht mal sagen, von wo ich diese Informationen alle hatte, aber das zeigt euch mal, wie die Medien wirklich arbeiten. Ich hatte dieses Bild, obwohl ich mich gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe, sozusagen. Ich habe mir auch immer gedacht, ja, Islam ist einfach für die Araber und das gehört einfach nicht zu mir. Also ich hatte nie gedacht, dass ich zum Islam konvertiere, subhanallah. Genau, ich habe mich dann mit dem Thema die Frau im Islam beschäftigt und ich hätte nie gedacht, das erste war natürlich das Kopftuch, warum man es trägt, und als ich dann das Konzept gesehen habe von der Frau, dass sie wirklich kostbar ist, so kostbar wie eine Perle, dass sie sich eben bedeckt, weil sie kostbar ist und sich nicht bedeckt, weil sie unterdrückt ist oder weil sie was Schmutziges ist oder sonst was, sondern weil sie so wertvoll ist, sollte sie geschützt sein, wie eine Perle in einer Muschel geschützt ist oder wie Gold ganz tief in der Erde vergraben ist. Und ja, ich habe mir ganz viele Konvertierungsgeschichten angeschaut, auch von Prominenten und auch nicht Prominenten, einfach sehr inspirierende Geschichten. Und ja, mir war eigentlich, als ich mich näher damit schon informiert habe, bevor ich meinen ersten Koran hatte, war mir schon bewusst, ja, Nataya, du wirst zum Islam konvertieren, inshallah, weil
das macht alles Sinn. Und wenn du es nicht annimmst, dann ist was falsch mit dir. Also ich wusste das einfach. Mein Vater ging dann nach Deutschland in Urlaub, Familie besuchen, und ich habe ihn gebeten, mir auf dem Rückweg einen deutschen Koran mitzubringen. Und ich konnte es kaum erwarten, den zu lesen. Ja, als ich ihn gelesen habe, subhanallah, also zuerst war die Surat al-Fatiha und dann war von Surat al-Baqarah die ersten Verse, also dies ist das Buch, an dem es keinen Zweifel gibt. Und es war einfach wirklich, ich hab den Koran wortwörtlich verschlungen, also ich habe ihn innerhalb von 2,5 Wochen zu Ende gelesen. Ich konnte nicht mehr aufhören, ich habe teilweise wirklich 4 Stunden am Tag gelesen und die Seiten waren nass mit Tränen. Es war für mich so unglaublich, dass Gott die Gnade hatte, uns ein Buch zu schenken, damit wir wissen, wie wir leben sollten, damit wir in seiner Nähe sein können, in diesem Leben und im Leben danach. Es hat mich so fasziniert. Ich bin zurück dann in die Schweiz, nachdem ich meine Shahada gesagt habe, oder wir sind zurück in die Schweiz gegangen und ich musste wirklich bei Null anfangen. Aber subhanallah, alhamdulillah, ich habe auf Allah vertraut, ich habe Dua gemacht, und ihr etwas für Allah subhanahu wa ta'ala aufgibt, es wird euch nie schaden. Allah wird euch immer was Besseres dafür geben, dass ihr etwas aus Liebe zu ihm aufgegeben habt. Allah ist der beste Planer und er wird für euch eine Lösung finden, wo ihr selber niemals daran denken würdet, dass es von dort kommt. Ja, das ist eigentlich auch das, was ich euch als letztes mit auf den Weg geben möchte. Verzweifelt nicht, wenn ihr nicht weiter wisst. Vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala, betet zu ihm, fragt ihn, ob er euch Zeichen schickt, fragt ihn, dass er euch den richtigen Weg zeigt. Er wird es inshallah machen, wenn ihr aufrichtig danach fragen werdet. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.